Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Daniel Taborek, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei Matthew in London. Zum heutigen Thema Panama haben wir Michael Jene zu Gast. Er stellt sich erst einmal vor und erzählt uns, wie er in Panama gelandet ist und was er dort genau macht. Ja, also hallo, guten Morgen oder guten Tag in die Welt. Wir sind ja hier einige Stunden zurück gegenüber Europa. Ich bin in Deutschland geboren, hatte schon immer irgendwo das Flair oder den Faible, am Meer zu wohnen. Und deswegen bin ich mal im Jahr 2000 nach La Palma ausgewandert. Habe dort natürlich auch Spanisch gelernt. Ich habe dort nicht nur gelebt, sondern auch gearbeitet. Und bin dann durch Heirat in die Schweiz gekommen. In der Schweiz ist alles sehr geregelt. Dort war ich im Immobilienbereich tätig. Und die Sehnsucht nach Meer und nach Wasser, die war dann doch etwas größer. Wir sind dann zunächst an den Bodensee gezogen. Das hat mir nicht gereicht. Dann kamen das sogenannte Schwäbische Meer, nicht wahr? Ja, genau. Ja, aus Gesundheitsgründen meiner Frau, möchte ich noch sagen, war dann vielleicht so dieser Impuls zu sagen, wir gehen jetzt in ein Klima, wo wir nicht diese Schwankungen haben, innerhalb von 1-2 Tagen um 20 Grad mehr oder weniger, sondern das ganze Jahr ausgeglichenes, warmes Klima. Und Panama hat zum damaligen Zeitpunkt also nicht nur wirtschaftlich bestochen, was die Möglichkeiten betrifft, sondern vor allem auch was die Einreisebedingungen betrifft. Die Hürden sind dort relativ niedrig, waren es zumindest. Man hat es noch ein bisschen verschärft, da komme ich dann vielleicht noch zurück. Ja, und im Nachhinein betrachtet war die Entscheidung sehr, sehr gut. Man kann hier wirklich sich entfalten. Man hat viele Marktlücken, die man entdeckt. Und wir mit unserer Dienstleistungsorientiertheit sind eigentlich dort im Vorteil in solchen Ländern, wo eher diese Laissez-faire-Mentalität vorherrscht. Manana heißt nicht morgen, sondern irgendwann. Ja, und dann kommt man hier, baut sich was auf und es funktioniert in der Regel. Ja. Und ich bin jetzt Einwanderungshelfer, also seit 4 Jahren mache ich das professionell. Wir hatten damals schlechte Erfahrungen gehabt mit unserem Anwalt, obwohl er uns empfohlen wurde, aber das war eine never-ending Story mit sehr viel Präsenz und sehr viel Erinnerungen und er war relativ chaotisch und es hat quasi die ersten 2 Wochen komplett bestimmt, hat viele Nerven gekostet und da habe ich mir gesagt, das kann man doch optimieren, zumal der Bedarf ja da ist und habe das dann halt in Zusammenarbeit mit sehr guten Partnern, Rechtsanwalt, Bank, Lobby Service optimiert und seitdem sind wir dort sehr erfolgreich. Zusätzlich komme ich ja aus der Schweiz als Immobilienbewirtschafter und bin auch hier im Panamaischen Maklerverband Akkobier und kann also auch dort behilflich sein, wenn es dann um Relocation, also um das Finden des eigenen Wohnorts und den Kauf einer Immobilie geht. Um einen besseren Überblick zu bekommen, gibt uns Michael einen Einblick in die geografische Lage Panamas und welche Auswirkungen diese auf das Leben in dem Land hat. Sehr viel, sehr umfassend. Vielleicht kann ich erst mal sagen, Panama ist gesegnet von seiner Lage. Also es hat eine strategisch extrem interessante Lage. Es ist ein relativ kleines Land, also man muss sich so diese Brücke vorstellen zwischen dem großen südamerikanischen Kontinent und dem nordamerikanischen Kontinent. Und auf dieser Achse dazwischen gibt es eine schmale Landverbindung. Und Panama selbst hat nur eine Höhe, sage ich jetzt mal, um es auszudrücken für jemanden, der nur zuhört, von 70 bis 80 Kilometer und erstreckt sich im Pazifikbereich über 1600 Kilometer Küstenlinie und im Atlantikbereich auch über 1000 Kilometer. Ja, also es ist also schon sehr lang, ja, also relativ groß, muss man sagen, schmal, aber in der Länge ausgedehnt, ja.
Also kann man nicht in 2 Stunden abfahren, sagen wir mal so. Nee, auf keinen Fall. Und dazu kommt eben, aufgrund dieser Landenge, hat man hier diesen Kanal gebaut, den Panama-Kanal. Also es ist quasi die schmalste Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik. Man hat damals noch Nicaragua in Erwägung gezogen, aber aufgrund dessen, dass Panama bezüglich Erdbeben sehr günstig liegt, man hat das auch getestet damals. Es liegt auch außerhalb der Hurrikanzonen dieser Welt. Also es ist strategisch extrem günstig gelegen. Und aus dieser Lage heraus hat Panama die Rolle als Drehkreuz zwischen den Amerikas. Ja? Nicht nur zwischen den Amerikas, aber man kann sagen, 8% des gesamten Welthandels läuft über den Panama-Kanal. Es gibt internationale Flugverbindungen, 90 Direktverbindungen in alle Welt. Man kann zum Beispiel nicht von Deutschland nach Paraguay direkt, aber über Panama kommt man überall hin, in jedes Land Lateinamerikas, Nordamerikas, Mittelamerikas, selbst nach Europa, Asien und so weiter. Also es ist eigentlich der Hub, das Drehkreuz im Bereich Verkehr, im Bereich Datenverbindungen. Es führen 7 Datenkabel unter Panama hindurch. Im Bereich Banken, es ist der Bankenhub, es ist der drittwichtigste Sitz der UNO, also neben New York und Genf, Panama-Stadt. Auch die Weltbank verlegt ihren Sitz von Washington nach Panama in Zukunft. Ja, wie lebt es sich dadurch? Die Frage ist gut, weil es ist ja durchaus ein großer Unterschied zwischen anderen Ländern Lateinamerikas. Wenn ich nach Paraguay ziehe, bin ich als Ausländer erkennbar. In Panama kann jeder wie ein Panamaer aussehen, weil Panama ist seit über 100 Jahren durch den Panama-Kanal zigtausende von Ausländern gewohnt. Der Kanal war bis 2000, bis 1999 unter der Herrschaft der USA, also unter der Obhut. Das war quasi ein Staat im Staat, also 8 Kilometer beidseitig des Panama-Kanals war eine Zone, wo die Panamaer selbst Zutritt beantragen mussten. Und insofern sind die panamaischen Bürger Ausländer gewohnt. Und man hat hier sämtliche Kulturen. Also wenn ich auf der Straße laufe, wenn ich nicht gerade Sandalen mit weißen Socken anziehe und kurze Hosen, dann bin ich nicht als erkennbar, oder? Genau. Und deswegen lebt es sich hier gut. Also wir fallen mit unserer Lebensweise unter den Radar. Ja? Also wir sind nicht diesem Konformitätsdruck ausgesetzt wie in anderen Ländern, die etwas einheitlicher zusammengesetzt sind von der Bevölkerung. Also ich würde mal fast sagen, wir haben hier so eine Art Hafenstadt-Effekt, wo auch, wie das in jeder Hafenstadt früher war, Subkulturen gedeihen können und wo es alles gibt und wo alles möglich ist. Ja? Panama-Stadt selbst ist bekannt durch die Skyline, die ist ganz beeindruckend. Es wird auch das Singapur Amerikas genannt. Ja. Man hat hier wirklich hochmoderne Wohngebiete mit allem Komfort. In den Hochhäusern hat es eigene Swimmingpool-Anlagen, Fitnessstudios, Einkaufsmöglichkeiten, Partyräume und so weiter. Also es ist quasi so eine kleine Stadt da drin. Man muss gar nicht mehr raus. In Panama-Stadt lebt es sich gut, man kann gut Geld verdienen. Dafür ist dann, je weiter man rausgeht, das Gefälle umso krasser. Also ich sage mal jetzt nur, um eine Zahl zu nennen, wenn hier ein Bankangestellter in Panama-Stadt $3.000 verdient, dann verdient er in 400 Kilometer Entfernung 800. Ja? Und ein Gärtner 300 bis 400. Also es gibt extreme Unterschiede im Lebensstandard zwischen den einzelnen Gebieten von Panama. Wie groß ist denn die Bevölkerung des Landes eigentlich? Das sind nur 4,4 Millionen ungefähr. Also es ist relativ dünn besiedelt im Hinterland. Auf Panama-Stadt konzentriert sich die Hälfte der Bevölkerung, also rund 2 Millionen im Großraum Panama-Stadt. Und dazu kommt noch, dass jeden Morgen ungefähr 200 bis 250.000 reinkommen in die Stadt zum Arbeiten und nachmittags wieder raus müssen. Da gibt es auch gewisse Stausituationen. Also die Stadt ist wirklich das wirtschaftliche, kulturelle Zentrum der Lebenspuls des Landes. Und wie groß ist die Bevölkerung von Panama City?
Rund 2 Millionen. Rund 2 Millionen, okay. Panama City und Großraum. Also man kann sagen, rund die Hälfte der Bevölkerung konzentriert sich auf die Hauptstadt. Und angeschlossen, die Provinzen, die sind relativ dünn besiedelt. Da gibt es ein paar Strandgegenden, die recht beliebt sind bei Ausländern, wo sich dann wieder konzentriert. Aber es gibt keine großen Zentren außerhalb von Panama-Stadt. Ja? Also eher so wie Frankreich, relativ zentralistisch. Alles geht von Panama-Stadt aus. Und deutsche Community, wie sieht es da aus? Die verteilen sich, kann man sagen. Also ich würde gar nicht so richtig von einer Community sprechen, weil Panama ist natürlich von der Lage her wie Mallorca für Deutschland. Also es ist für die US-Amerikaner und für die Kanadier ein sehr wichtiges Land zum Leben, zum das Leben genießen, vielleicht zum Überwintern oder zum Steuern sparen. Die Deutschen haben das Land erst in den letzten Jahren entdeckt. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, dass es da eine riesige Community gibt. Das verteilt sich relativ gut auf die Strandgegenden. Wer arbeiten muss, wer Geld verdienen will, lebt in der Stadt. Dort gibt es sehr gute Gegenden, wo es nicht so viel Trouble gibt, wo man relativ ruhig leben kann. Und ansonsten Coronado, Petersie ist noch recht beliebt. Boquete ist vor allem von US-amerikanischen Rentnern damals entdeckt worden. Auch dort ziehen einige Deutsche hin. Das sind ländliche Gebiete, wo Kaffeefarmen angesiedelt sind. Boquete ist ein kleines Städtchen, was sehr, sehr schön ist, ungefähr 1000 Meter Höhe. Hat ein Klima des ewigen Frühlings, also wer es nicht ganz so heiß mag, der geht nach Boquete oder der geht nach El Valle de Anton. Das ist der zweitgrößte bewohnte Vulkankrater der Welt, liegt ungefähr 2 Stunden von Panama-Stadt weg. Das ist gerade noch so das im wirtschaftlichen Dunstkreis von Panama-Stadt. Das heißt, wer Geld verdienen will, bis El Valle de Anton. Und danach sind dann eher die kein Geld mehr verdienen müssen oder die rein online arbeiten. Ja, 100% online. Jetzt von Panama, wie lange fliegt man da nach Deutschland und wie lange fliegt man in die USA? Also Deutschland kann ich sagen 11 Stunden reine Flugdauer. Lufthansa nimmt, glaube ich, im März die Flüge wieder auf. Ansonsten haben wir zurzeit 4 tägliche Verbindungen von 4 Fluggesellschaften. Iberia über Madrid, Air Europa. Über Madrid kann man von allen deutschen Städten anfliegen. KLM und Air France, das sind die Gesellschaften, die wir hier täglich empfangen mit Deutschen. Und wie gesagt, Direktflug wäre 11 Stunden. Wenn man natürlich umsteigen muss über Madrid, dann kommt halt gerade die 1,5 Stunden Flug noch hinzu. Ne? USA ist relativ schwierig zu erklären, weil das Land ist natürlich ein Kontinent. Und das geht also von 4 Stunden bis aufwärts. Aber die meisten Flüge sind wo, nach Miami oder nach wohin? Ja, Texas, es sind auch viele Texaner hier. Und also das kann man sagen, in die ganze USA gibt es Flugverbindungen. Und auch Kanada kommen direkt hierher. Die Kanadier haben sogar einen eigenen Flughafen zur Strandgegend in Rio Hato, wo im Winterhalbjahr 8 Flüge wöchentlich ankommen. Also Kanadier und Amis haben ihre eigenen Direktverbindungen, teilweise auch Privatjets, aber auch regelmäßige Charterverbindungen. Und jetzt wollen wir von Michael noch wissen, für wen Panama als Auswanderungsland üblicherweise in Frage kommt. Ja, also Panama ist seit vielen Jahren das Auswanderparadies für Rentner, vor allem aus dem nordamerikanischen Raum. Ja? US-Amerikaner, Kanadier, wenn man den International Retirement Index sich anschaut, ist Panama immer auf Platz 1 oder 2. Das sind eher weniger meine Kunden, weil Deutschland liegt weit weg, die Schweiz auch. Und ich muss auch sagen, das Kundenprofil hat sich geändert in den letzten Jahren. Also es waren am Anfang, sagen wir vor 4 Jahren, vor 3 Jahren, waren es vereinzelt digitale Nomaden, die sagen, wir wollen eigentlich gar nicht nach Panama umziehen, aber wir wollen die steuerlichen Vorteile nutzen. Es waren ein paar Rentner, es waren ein paar Unzufriedene mit der Politik, die sagen, Panama macht eine sehr kluge Einwanderungspolitik, hier sind die Leistungsträger willkommen, wir bauen uns hier was auf.
Das waren die Kunden von gestern. Jetzt kam dann die Corona-Inszenierung und die Kunden haben komplett gewechselt. Es sind Familien mit Kindern, ja, die sich Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder, die eventuell sogar Obhutsentzug befürchten müssen, wenn sie gewisse Dinge nicht erfüllen in Zukunft in Deutschland. Und in Panama gibt es keine Schulpflicht. Das heißt, man kann hier seine Kinder zu Hause unterrichten. Die Reichen machen das schon seit Jahrzehnten. Melden sie in eine US-amerikanische Fernschule, Fernuniversität an. Und sind vor allem jetzt freiheitsliebende Menschen, die einfach sagen, wir wollen individuell leben, wir wollen unter dem Radar leben und unsere Kultur leben. Und das ist so das Motiv derjenigen, die dieses Jahr kommen. Und das hat sich also massiv geändert. Ja. Sebastian, wir haben ja jetzt in erster Linie Kunden, die doch noch gerne geschäftlich tätig sind. Und mich würde interessieren, wie sieht es denn da aus? Also gibt es bei uns Kunden, haben Kunden schon gefragt nach Panama? Ist Panama ein Ort, der für unsere Kunden interessant ist? Ja, also grundsätzlich ja. Ich meine, wir haben natürlich jetzt bisher zum Thema Panama relativ wenig gemacht. Nicht, weil wir es nicht empfehlen würden oder nicht, weil wir es nicht gutheißen würden, aber weil wir einfach natürlich uns sehr auf andere Länder konzentriert haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich regelmäßigen Abständen und deswegen bin ich auch jetzt über dieses Gespräch dankbar, Mandanten, die nach Panama fragen oder die nach Panama auch schon planen, umzuziehen. Und also man kann absolut sagen, dass Panama durchaus ein Thema ist. Ja. Es wäre vielleicht sogar noch mehr ein Thema, und das hat sich vielleicht jetzt mit Corona geändert, wenn die Leute besser Vorstellungen davon hätten, ja, was in Panama genau, wie man sich das in Panama genau vorstellen muss. Ja, weil bisher für die meisten ist es einfach sehr weit weg. Die haben keine Ahnung von der Größe des Landes oder wie man dort konkret leben kann, wie man das konkret erreichen kann. Also insofern fehlen dort eher so konkrete Informationen, denke ich, dann wäre es vielleicht noch attraktiver. Aber wie gesagt, absolut ein Thema, ja, hin und wieder mal auf jeden Fall. Michael gibt uns dann einen Einblick, welche Möglichkeiten seinen Kunden in geschäftlicher Hinsicht in Panama zur Verfügung stehen. Ich sage immer, wer ausreisen will, muss einen finanziellen Background haben und muss natürlich auch einen Plan haben, was mache ich, oder? Es sei denn, man hat eine Rente, die gesichert ist und in ausreichender Höhe. Aber wenn es Familien sind oder auch Einzelpersonen, die noch keine Rente beziehen, die haben irgendeinen Plan, was sie machen. Entweder sie haben ein Online-Geschäft, da ist Panama der ideale Wohnort, weil sie können dieses Online-Geschäft von hier aus weiterführen. Und Panama verlangt nicht einen Cent Steuern für ausländische Einkünfte. Viele fragen dann, ja, dann gründe ich doch hier eine Firma in Panama und mache das dann auf diese Firma, da rate ich in der Regel ab. Ich sage, gründet die Firma überall, bringt eure Firma oder lasst sie weiterlaufen oder was auch immer, gründet eine LLC in den USA, Wyoming, sonst was, da gibt es Berater dafür, da bin ich raus. Weil eine panamaische Firma gründet man eigentlich nur, wenn man hier mit den Menschen hier Geschäfte macht. Also ich will hier ein Restaurant eröffnen, ich will eine Autowerkstatt eröffnen. Dann brauche ich eine Firma, um meine Haftungsrisiken zu begrenzen. Ja. Aber wenn ich mein Geschäft international betreibe, das heißt Erfüllungsort ist irgendwo, dann empfiehlt sich ein anderes Konstrukt. Und dafür gibt es natürlich professionelle Berater. Also das heißt, die Kombination, die am meisten gewählt wird, ist Steuerwohnsitz Panama, eine Firma dort, wo man halt ohne große Hürden und ohne Steuern auf ausländische Einkünfte zu zahlen, die Firma betreiben kann. Das Bankkonto dort, wo meine Kunden sind. Und effektiv halte ich mich dort auf, wo ich gerade Lust habe. Das kann in Panama sein, darf aber auch woanders sein. Der große Vorteil der Aufenthaltsgenehmigung für Panama ist, dass Panama nicht verlangt,
dass ich meinen Hauptwohnsitz auch hierher verlege. Panama verlangt nur, dass ich mich alle 2 Jahre mal einen Tag hier blicken lasse. Und ansonsten ist die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung wirklich dauerhaft. Das ist das sehr Attraktive an Panama. Ja. Also seinen Steuerwohnsitz hier zu haben, aber die Geschäfte offshore international zu betreiben. Und die Einkünfte, die hier ankommen in Panama aus dem Ausland, sind steuerfrei. Das klingt interessant jetzt. Also ist ja insofern ideal, wie du es beschreibst, ideal vom Status her des Aufenthalts. Sind denn die Hürden, den Aufenthalt zu bekommen, hoch? Ist es jetzt schwierig, einfach? Vielleicht kann man das auch trennen, wenn jetzt jemand privat kommt oder wenn jemand durchaus auch noch Geschäfte laufen hat. Gibt es da Unterschiede und ist es schwer? Ja, die Hürden sind leider verschärft worden. Die Tendenz ist ja weltweit, dass die attraktiven Länder dicht machen oder zumindest die Hürden erhöhen. Also Panama hatte bis Anfang August sehr geringe Hürden. Man musste lediglich $5.000 auf einem hiesigen Bankkonto nachweisen und die Absicht, dass man künftig wirtschaftlich tätig werden will. Das konnte man entweder durch ein Anstellungsversprechen oder durch die Gründung einer, ich sag mal, Briefkastenfirma, die man aber in der Praxis nie aktiv geschaltet hat. Und das hat der Staat irgendwann gemerkt, dass das Zehntausende so machen. Er wollte nicht die Deutschen, Schweizer und Österreicher bestrafen, aber sehr wohl die anderen der 50 Friendly Nations, die in diesem Programm waren, die das doch teilweise ausgenutzt haben, also Kubaner mit spanischem Pass, Venezolaner mit spanischem Pass, die dann später durch Familiennachzug natürlich auch viele Leute hergebracht haben und einfach dem Land nichts gebracht haben. Das heißt, man hat jetzt eine Zusatzhürde eingeführt. Wer jetzt hierher kommt und die Anträge stellt, muss eine Investition in Höhe von 200.000 in eine panamaische Immobilie tätigen oder eine 3-jährige Festgeldanlage bei einer panamaischen Bank. Ja. Das gilt nicht für Rentner. Rentner können nach wie vor noch mit einer sehr niedrigen Rente von umgerechnet $1.000 können Sie die Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Das kann man auch mal erhöhen. Wir erwarten, dass das der Level erhöht wird. Aber ansonsten 200.000. Einzige Ausnahme, italienische Staatsbürger, die können durchaus in Deutschland leben. Aber wenn die Ehefrau oder der Ehemann einen italienischen Pass hat, Zweitpass, Erstpass, wie auch immer, dann kann die ganze Familie noch zu den alten Bedingungen, das heißt nur Nachweis der 5.000 auf dem hiesigen Konto. Darüber kann man am nächsten Tag schon wieder verfügen. Das ist ein einmaliger Solvenznachweis, der gefordert wird und ein Anstellungsversprechen. Und dann haben Sie die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung innerhalb kurzer Zeit. Ja. Bei diesen Neuerungen handelt es sich also um starke Verschärfungen. Dabei ist interessant zu wissen, ob das Einfluss auf die Nachfrage nach den Diensten hat, die Michael anbietet. Sagen wir so, ich habe jetzt eine gesunde Nachfrage. Also ich habe jetzt genug zu tun, wirklich. Wir sind voll ausgelastet. Letzte Woche haben wir 2 Familien gehabt, die angekommen sind und wo wir den Prozess begonnen haben. Also es läuft, auch Rentner kommen nach wie vor. Was wirklich ungesund war, waren die letzten Monate bis zum Auslaufen des alten Gesetzes. Da haben wir also über 100 Familien und Paare durchgebracht und bis zum Burnout gearbeitet. Also das war nicht mehr normal. Ja. Also du begrüßt diese Verschärfung, ja? Nee, die Leute tun mir leid, die jetzt aufgrund der Situation, die ja doch teilweise schwer ertragbar ist in einigen Ländern. Ja, wenn ich jetzt daran denke, dass man teilweise den Arbeitsplatz nicht mehr behalten kann, ja, wenn man gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt, an gewissen Experimenten nicht teilnehmen möchte, dann suchen die natürlich auch nach einem Ausweg und konnten früher mit 5.000 auf dem Konto das machen, jetzt können sie es nicht mehr. Die tun mir wirklich leid, das muss ich sagen. Und letztlich gibt es ja nicht nur mich, es gibt ja auch andere, es gibt auch genügend. Wir haben ja übrigens Rechtsanwaltspflicht, also wer perfekt Spanisch spricht oder an einen englischen Anwalt gerät und sehr, sehr gut Englisch kann, der braucht auch nicht unbedingt einen Einwanderungshelfer. Ich bin derjenige, der erstens hier den Ruf sich erworben hat, innerhalb von
2 Tagen die Residenzjahrkarte zu organisieren durch sehr, sehr gute Vorbereitung. Also das ist absoluter Rekord. Also wer es eilig hatte, wer nur mal kurz für eine Woche nach Panama kommen wollte und mit der Residenzjahrkarte zurückreisen wollte, der kam im Prinzip an uns nicht vorbei. Aber es gibt natürlich andere, wer ansonsten andere Sprachen spricht, der kann natürlich auch in so einer Drucksituation, die jetzt vorbei ist, ne, der hätte natürlich dann auch seine Ansprechpartner gehabt, auch wenn es länger gedauert hätte, auch wenn es komplizierter wäre. Man kann jetzt nicht sagen, dass man zum Beispiel sagt, naja, ich gründe eine Firma und lass mich da selbst anstellen. Also du musst jetzt die 200.000 auf den Tisch legen und dort investieren. Es ist so, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, dass man ein echtes Anstellungsverhältnis hat bei einer panamaischen Firma. Dort die Sozialversicherungen abgeführt werden. Und das muss natürlich über die gesamte Zeit, es ist eine Probezeit vorgeschaltet worden von 2 Jahren. Und erst danach kann man den Antrag auf dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung stellen. Das muss über die gesamte Zeit nachgewiesen werden. Da kann man auch nicht ausreisen. Es gibt da windige Anbieter, die sagen, ja, wir machen eine Fake-Anstellung und so weiter und fliegst wieder zurück nach Deutschland und zahlst einfach dafür. Aber die Behörden würden dann nach 2 Jahren natürlich im Reisepass sehen, Moment, der war ja gar nicht in Panama. Also von solchen Sachen rät unser Anwalt ab. Ja. Aber also wenn ich jetzt jemand wäre, der jetzt sagt, okay, ich will jetzt gerne tatsächlich in Panama leben, ich will da ein Unternehmen aufbauen, mir ist schon klar, dass du hast ja vorhin gesagt, du rätst davon in der Regel ab, aber wenn ich das jetzt wollte und ich würde da das tatsächlich so machen wollen und dort mich anstellen lassen wollen, Sozialversicherungsbeiträge bezahlen wollen, dann könnte man das auch noch machen, anstatt die 200.000 zu bezahlen, aber ist natürlich dann bedingt, dass man da ein sehr großes Commitment dann tatsächlich macht und sich verpflichtet, dann auch dort sich aufzuhalten, entsprechend sich anstellen zu lassen und so weiter. Also das geht eben leider nicht mehr. Ja? Also wenn du jetzt, sage ich mal, ein Schreiner wärst und du würdest dir in einen Maschinenpark von 500.000 investieren, würdest aber keine Investition in eine panamaische Immobilie, auch keine Festgeldanlage von 200.000 machen, sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Also okay. Aufgrund des Missbrauchs des Firmenkonstrukts über viele Jahre hinweg, dass man letztlich nur Fake-Firmen gegründet hat, die nach 2-3 Jahren, als die Leute gemerkt haben, ja, das kostet uns ja jedes Jahr nur Geld, wenn ich dann die Nullsteuererklärung abgeben muss und dann hat man wieder für die Cancellation bezahlt. Das hat der Staat gemerkt, hat dort einen Riegel vorgeschoben. Es ist ungerecht momentan. Es wird halt wirklich nicht jeder, der dem Land Geld bringt, zurzeit abgedeckt mit dem neuen Gesetz. Vielleicht kommt das noch, die Erweiterung, dass man auch tatsächliche Investitionen in Firmen honoriert. Aber für das Friendly Nation Programm geht wirklich nur die Investition 200.000. Ja. Es gibt natürlich für Konzerne eigene Gesetze. Wir haben hier in Panama 250 Multinationals, die hier ihren Lateinamerika-Sitz haben, wie Nestle, Caterpillar, viele andere. Die haben eigene Gesetze, die zahlen eigene Steuersätze, die können ihre Mitarbeiter für die Dauer des Anstellungsvertrages ganz easy hierher bekommen. Die unterliegen auch nicht der 90%, 10% Regelung wie eine normale Firma. Also wenn du jetzt kommst und eine Tischlerei hier aufmachst, dann müsstest du erstmal 9 Panameños einstellen, bis du einen Ausländer einstellen darfst. Ja? Alles klar. Das gilt für internationale Konzerne nicht. Es gibt auch Spezialgesetze für Assembling-Firmen, die aber im Firmenverbund intern ihre Dienstleistung erbringen. Also es gibt viele Spezialgesetze, das sind aber nicht meine Kunden. Also ich biete Relocation an für Privatleute, die ihre wirtschaftlichen Pläne hier haben in Panama. Ja, das heißt, ich organisiere denen und bereite alles vor, dass es wirklich super schnell, easy, stressfrei funktioniert, dass sie ihre Residenzkarte bekommen und helfe ihnen bei der Immobilie, bei der Wohnortfindung und Kaufangebot, Begleitung und so weiter. Das ist mein Job. Die Kunden, die in eine Immobilie zum Beispiel investieren, eine Immobilie erwerben,
die bringen jetzt das Geld Cash mit, überweisen das Geld oder gibt es da auch zum Beispiel Angebote, dass die Immobilie finanziert wird, zum Beispiel mit einer Anzahlung und monatlichen Raten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also Cash ist hier bei Panama, vor allem weil Panama ja auf der schwarzen Liste der EU steht, völlig ungerechtfertigt. Panama hat eines der strengsten Geldwäschegesetze der Welt. Du kriegst also hier keine Immobilie in Cash bezahlt. Ja. Auch Banken nehmen nicht einfach Cash an. Also wenn du über der Deklarationsgrenze, das sind $10.000, du nimmst also zum Beispiel $15.000 mit im Flieger, in deiner Hosentasche, dann musst du das deklarieren. Und wenn du das bei der Bank einzahlen willst, verlangt die Bank vom Zoll abgestempelt die Deklaration. Also hier läuft wirklich alles über Überweisung, über Schecks und so weiter. Die Immobilien werden in der Regel bar bezahlt, ja. Also es sind mehr oder weniger gut situierte Leute, die jetzt kommen. Und für das Gesetz, wenn du das vielleicht ansprichst, diese 200.000 Investitionen, da verlangt der Staat Eigenmittel. Also wenn eine Immobilie 400.000 kostet, dann darfst du 200.000 davon an Hypothek aufnehmen. Aber du musst Eigenmittel in Höhe von 200.000 mitbringen. Ja. Die Hypotheken hier in Panama sind für Ausländer wenig interessant. Die Zinssätze gehen bei 5,5% los bis 7%. Gut, dafür gibt es auch Guthabenzinsen, wenn du hier dein Geld auf einer panamaischen Bank, das ist ja alles in US-Dollar, also das Gute an Panama ist die Stabilität der Währung. Wir verwenden seit 1904 den US-Dollar und insofern bekommst du auch hier Guthabenzinsen zwischen 2 und 3%. Ja. Damit wir eine konkrete Vorstellung vom Immobilienmarkt in Panama haben können, verrät uns Michael, welche Art Immobilien man für die Investitionssumme von 200.000 Euro erwerben kann. In Panama-Stadt eine Wohnung mit einem Schlafzimmer an 1B-Lage. Außerhalb ein Grundstück, was sich zur Selbstversorgung eignet, mit 2 Hektar, vielleicht Flussanbindung oder eigener Quelle, wo du dann bauen kannst. Oder ein panamaisches Haus, was nicht unseren Vorstellungen entspricht. Also das muss ich leider dazu sagen, die Bauqualität für Einfamilienhäuser ist hier eine andere. Und was gut läuft, was auch jetzt boomt, das sind Häuser, die Amerikaner, Kanadier, Europäer gebaut haben. Ja. Die haben einen ganz anderen Stil, die haben ganz andere Raumhöhen und Bauqualität. Die laufen, die werden momentan verkauft wie verrückt, also so im Preisbereich 400 bis 800.000, das läuft. In Panama City oder die 400 bis 800? Nein, außerhalb. Boquete, El Valle de Anton, Strandgegenden, Coronado, San Carlos. Das läuft, ja, das wird gekauft. Auch gute Apartments in gated communities. Da gibt es also fantastische Gebäude, die allen Komfort bieten, 5 Swimmingpools, Tennisplatz und Barbecue-Area und Schwimmbäder, Strandzugang. Auch sowas läuft, das kriegst du für zwischen 200 und 400.000. Also Panama ist kein Billigland, das muss ich dazu sagen. Wer meint, in Panama mit $1.000 Rente auskommen zu können, ist nicht machbar. Wenn du dich so ernährst wie die Leute vom Land, okay, die haben ihre eigenen Mangobäume und Yucca im Garten und so weiter, kaufen 10 Kilo Reis im Monat und ein paar Hühnerflügel, dann kommst du mit 200 raus. Ja. Aber wir mit unserem Lebensstandard, die wir uns nicht vom eigenen Garten ernähren, du brauchst einen gewissen Grundstock an Geld. Also es ist nichts für diejenigen, die in Deutschland von Sozialhilfe leben zum Beispiel. Ja. Da habe ich noch eine Frage, und zwar, wie kann man sich denn das Verhältnis zwischen der Finanzbehörde und dem Steuerzahler vorstellen? Also wie läuft Steuerzahlen in Panama? Wie kann man sich vorstellen, dass dort die Finanzbehörde organisiert ist? Wenn du einmal im System drin bist, dann ist das alles gut organisiert, dann läuft sehr viel online. Also man kann in Panama mit den Behörden mehr online machen als in Deutschland. Aber es besteht grundsätzlich erstmal keine Verpflichtung, sich eine Steuernummer zu holen. Ja, also wer hierher zieht
und sein Leben führen will und bringt das Geld aus Deutschland mit oder bekommt seine Rente aus Deutschland und wird hier nicht wirtschaftlich aktiv, der holt sich in der Regel auch keine Steuernummer. Ja. Du musst also auch diesen speziellen Steuerstatus nicht beantragen oder so. Du hast den automatisch, wenn du da hinziehst aus dem Ausland und keine Einkünfte hast in Panama. Nein, den Steuerstatus, also für Leute, die jetzt nachweisen wollen, die einer deutschen Bank oder einer Schweizer Bank nachweisen wollen, dass sie hier steuerpflichtig sind, die beantragen tatsächlich die Steuernummer, die ROC in Panama. Ja, und machen unter Umständen sogar eine Nullsteuererklärung. Das heißt, sie geben dann an, in Panama inländische Einkünfte 0, ausländische Einkünfte, was weiß ich, 45.000, Steuerpflicht 0. Und das nehmen sie dann als Nachweis für ihre Schweizer Bank oder ihre deutsche Bank, dass dann dass sie anerkannt werden, dass sie hier ihren Steuerwohnsitz haben. Aber Panama selbst verlangt das nicht und vergibt das auch nicht automatisch. Ja. Verstanden. Ja, okay. Also das heißt im Grunde genommen aus panamesischer Sicht muss ich eigentlich nichts machen, aber wenn eben von dritter Seite hier eine Ansässigkeitsbescheinigung oder irgendwas anderes gefordert werden würde, ja, dann muss ich im Grunde aktiv werden, um mich registrieren, genau, um deren Bedürfnisse hier zu erfüllen. Ja, genau so ist es ja. Mhm. Und sind die Steuerbehörden jetzt streng, wenn man das so vergleicht mit deutschen oder anderen europäischen Steuerbehörden? Regieren sie mit harter Faust sozusagen? Oder was passiert, wenn man Steuern hinterzieht in Panama? Kommt man ins Gefängnis? Ja, als Ex-Präsident auf jeden Fall. Das ist so das Phänomen, was man immer wieder sieht in allen lateinamerikanischen Ländern, dass regelmäßig die Ex-Politiker dann der Korruption, Steuerhinterziehung, Geldwäsche angeklagt werden. Und nach dem Präsidentenwechsel dann trifft es wieder den vorherigen. Da sind also die europäischen Politiker wesentlich besser vernetzt mit der Industrie und den Medien, dass das da weniger passiert. Ne? Sie sichern sich besser ab. Der normale Bürger, wenn er was vom Staat will, dann muss er einfach nachweisen, dass er alles bezahlt hat. Ansonsten bekommt er nichts. Ansonsten bekommt er weder eine Hypothek noch sonstige Hilfe. Also selbst wenn du dein Auto, du musst einmal im Jahr Steuern zahlen und bekommst eine neue Plaka, also ein neues Nummernschild. Und wenn du da nicht alles bezahlt hast, kriegst du das nicht. Also hier läuft das eher so, du hast, wenn du was willst vom Staat, musst du vorher sauber sein. Ja? Ansonsten, wenn du nichts willst vom Staat und unter dem Radar lebst, ja, dann kommt auch keiner. Also da sind sie relativ, das sind sie nicht proaktiv, wie zum Beispiel die deutschen Steuerbehörden, die dann vielleicht eher noch ihre Fahnder haben und dann aktiv tätig sind. Das gibt es momentan nicht. Aber wenn du was willst vom Staat, dann musst du auf jeden Fall, selbst ein Leasingvertrag, ja, wenn du da nicht nachweist, dass du die letzten 2 Jahre deine Steuererklärung abgegeben hast, ja, keine Chance. Ja. Aber das mit dem Fahrzeug, was du gesagt hast, wenn ich jetzt als Ausländer in Panama ein Fahrzeug anmelde, brauche ich auch so ein Schild. Oder kann ich als Ausländer ohne Steuernummer überhaupt kein Fahrzeug anmelden? Doch. Du kannst mit Reisepass hier eine Immobilie kaufen, ein Fahrzeug kaufen. Also von den Eigentumsrechten, von der Sicherheit ist Panama vergleichbar mit den USA. Also ausländische Eigentümer, sei es von Fahrzeugen oder auch von Immobilien, haben die gleichen Rechte wie Inländer. Ja, da gibt es keine Unterschiede, das kannst du machen. Heutzutage wird Panama ja gerne mit den Panama Papers assoziiert, da das Thema bei uns in den Medien sehr präsent war. Michael erzählt uns, wie man in Panama zu dieser Thematik steht. Ja, die Panamaer betrachten das eher als eine Rufmordkampagne, weil eigentlich hat ja Panama mit den Panama Papers nichts zu tun. Ja. Es ist ein Zufall, dass die Rechtsanwaltskanzlei, die diese Offshore-Geschäfte angeboten hat, ihren Hauptsitz in Panama hat, aber im Übrigen auch in vielen anderen Ländern. Sie haben zwar die Beratung hier in Panama durchgeführt, aber das Geld und die Firmenkonstrukte liefen letztendlich über ganz andere Steuerparadiese. Also sind in der Regel gar nicht in Panama selbst gelandet. Ne? Und insofern, das Ganze musste einen Namen haben für das Journalistenkonglomerat oder wer auch immer dahinter steckte. Und die EU
hat natürlich Panama auf dem Kicker, weil sie sich an dem Territorialsteuerprinzip stört. Ja? Die EU stört sich daran, dass Panama dadurch, dass uns hier nicht interessiert, was du an ausländischen Einkünften hast, dass denen dadurch Steuern verloren gehen. Aber Panama hat dessen ungeachtet eins der strengsten Geldwäschegesetze und du kannst dir nicht einfach Geld reinbringen und in den Kreislauf einbringen. Das ist nicht machbar. Ja. Also die Panama Papers haben natürlich in dem Moment den Aufträgen der Anwaltskanzleien geschadet. Sie haben vor allem dem Ruf geschadet, ja, dem Ruf des Landes, weil, wie du selbst sagst, Panama ist eigentlich durch seinen Hut und den Kanal in den Köpfen der Leute und jetzt durch diesen Skandal, mit dem Panama in Verbindung gebracht wird, aber wo Panama eigentlich am wenigsten davon profitiert hat. Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es spielt eigentlich im Leben der Leute und im Wirtschaftsleben überhaupt keine Rolle. Sprich, es hat sich jetzt beim irgendwelche Restriktionen oder irgendwelche Verfahren sind jetzt nicht erschwert worden bei Banken, bei Finanzämtern oder so. Also, dass jetzt irgendwelche Level oder Hürden in Folge noch höher gesetzt worden sind. Du hast ja gesagt, das ist vorher schon relativ streng. Es ist doch so, dass jetzt in den letzten 2 Jahren, weil Panama will unbedingt von diesen grauen Listen runter und die US-Bürger, die ja mit ihrem Welteinkommen versteuert werden, egal wo sie leben. Sie haben bisher Konstrukte gewählt, wo sie zum Beispiel unter einer Stiftung ihr Immobilienvermögen in eine Firma gepackt haben, ihr Finanzvermögen in eine andere Firma und wenn sie denn produktiv waren, vielleicht noch die wirtschaftliche Tätigkeit in eine dritte Firma. Und diese Firmen hatten Strohmänner als Direktoren. Also da sind sie nicht selber erschienen, sodass also der wirtschaftlich Begünstigte nicht in den Registern erschienen ist. Das will Panama ändern. Sie wollen also ein Begünstigtenregister einführen. Und deswegen fangen jetzt die ersten Rechtsanwaltskanzleien an, für US-Bürger keine Firmen mehr zu gründen, die Strohmänner einsetzen. Also es geht dann eher in Richtung USA. Also mit meinen deutschen Kunden habe ich jetzt keinerlei Änderungen mitbekommen. Viele Banken verlangen bei Gründung eines Kontos die deutsche Steuer-ID und merken das sogar, wenn man da einen Zahlendreher einbaut. Da sagen sie sofort, nein, das ist nicht korrekt. Also sie haben offensichtlich auch die Prüfziffern Algorithmen mitgeliefert bekommen. Es gibt eine Bank, wo wir noch Online-Konten eröffnen können, ohne dass der Kunde hier anwesend sein muss. Die verlangt diese Steuernummer nicht. Aber ansonsten denke ich mal, wird der gläserne Bürger irgendwann weltweit sein. Und hier kommen, wie gesagt, meine Kunden sind keine, die irgendwelche Steuern hinterziehen wollen oder so. Sie wollen einfach ein freieres Leben haben. Sie wollen das ganze Jahr Sonne und Wärme und sich vielleicht auch selbst versorgen aus ihrem Garten und wollen sich wirtschaftlich entfalten, wollen für ihre Kinder Freiheit. Das sind die Ziele und natürlich auch weniger Steuern zahlen, wenn man wirtschaftlich tätig ist, ganz klar, aber auf legale Weise. Michael erklärt daraufhin, in welchen Branchen es sich lohnt, ein Business aufzubauen und welche Möglichkeiten Auswanderern in Panama zur Verfügung stehen. Es gibt Leute, die haben hier Ideen, weil wenn du hierher kommst, findest du Lücken. Du siehst, das könnte ich besser machen, das könnte ich besser machen. Also ich hätte auf Anhieb 10 Ideen, was ich hier machen könnte. Aber man kann sich natürlich nicht zerteilen und nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also das fing an, als wir hierher kamen. In Panama wächst der beste Kaffee. Und dann dachte ich mir, ich bekomme hier super italienische Espresso an jeder Ecke. Und musste feststellen, dass der US-amerikanische Einfluss so groß ist, dass er überall Filterkaffee angeboten wird. Also Wasser mit Farbstoff. Und dass das die wenigsten können. Ne? Und du findest immer Lücken. Ja. Der eine bohrt Brunnen zum Beispiel. Ja? Das ist eine super Sache. Es gibt einen Geologen, der macht Gutachten. Es gibt Leute, die im Baukonstruktionsbereich ihre Innovationen einbringen. Also du findest hier sehr, sehr viele Lücken. Auch in der Logistik kann man in Panama, also wenn jetzt junge Leute sind, die sagen, wir haben jetzt kein
kein Background, wir können keine Firma gründen, weil ich habe nicht die 200.000. Bewerbt euch bei einer internationalen Logistikfirma. Der Panama-Kanal generiert so viel Geld und so viele Arbeitsplätze. Selbst in Zeiten der Corona-Restriktionen ist dieser Sektor immer noch gewachsen. Letztes Jahr, ich glaube, über 10%. Also es wächst ständig immer weiter, ja, der Logistiksektor in Panama. Ich habe ja gesagt, 8% des gesamten Welthandels laufen über den Panama-Kanal und das baut das Land auch aus. Ansonsten wird man immer wieder nach Ideen gefragt. Möchte ich natürlich jetzt nicht unbedingt von meinen Kunden die Ideen, die sie hatten, und sich etwas aufbauen, publizieren, oder? Aber ihr werdet, also wer hierher kommt, der wird automatisch sehen, ja, das fehlt, das könnte ich besser machen und so weiter. Und so. Du hast hier wirtschaftliche Freiheit, ja. Die Gesetze sind sehr liberal und wenn du hier eine Firma gründen willst, dann ist die in einer Woche gegründet mit allem drum und dran, mit Registereintrag und alles, ja. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt also den Wohnsitz in Panama habe und ich habe dann, Konten im Ausland, in der Schweiz, in Deutschland und sonst wo. Hast du da Erfahrung von deiner Kundschaft? Ist es ein Problem mit der panamesischen Adresse oder wird es einfach so akzeptiert oder stößt es auf, Misstrauen oder verhaltene Kritik oder kein Wohlwollen? Wie sieht es aus? Ich kann es eben jetzt nur aus der Sicht der panamaischen Banken sagen, dass die eher diejenigen sind, die nachfragen, wenn du Geldeingänge aus dem Ausland hast. Dann sagen sie, Moment, du hast mir ja gesagt, du verdienst im Monat nur 3.000, warum kommen im Monat nicht 10.000 an? Ja? Ja. Dann musst du quasi die legale Herkunft dieses Geldes den panamaischen Banken nachweisen, dass sie das annehmen dürfen. Umgekehrt ist es eher so, dass Kunden von mir oder über unseren Partneranwalt eine Adressbestätigung mit Verbrauchsrechnung, das kann Wasser oder Strom sein, erbieten, einmal im Jahr, um halt der Schweizer Bank nachzuweisen oder der deutschen Bank nachzuweisen, dass sie hier steuerpflichtig sind. Aber ansonsten funktioniert das problemlos. Sehr gut, weil das ja doch immer wieder mal ein Problem, ja, gerade wenn du so in exotischen Ländern wohnst, dass dann die Banken im Ausland möglicherweise ein Problem haben mit der Adresse. Aber das ist gut zu wissen, dass da mit Panama funktioniert. Jetzt nochmal eine Frage zu dem Visum. Es gibt jetzt ja doch mehrere Staaten, ich denke zum Beispiel jetzt gerade mal auch an die Bahamas oder auch Thailand, die jetzt solche Visa-Kategorien spezifisch jetzt in den letzten 2 Jahren letztlich eingeführt haben für digitale Nomaden. Siehst du sowas auch in Panama möglicherweise? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, von denen du weißt, oder ist es keine Diskussion? Doch, ist eingeführt worden vor 6 Monaten, ein Gesetz für digitale Nomaden. Da sind die Hürden relativ hoch. Also man muss ein Jahreseinkommen oder halt ausländische regelmäßige Geldgeber, wenn man selbstständig arbeitet, in Höhe von $35.000 nachweisen. Und das Antragsverfahren ist sehr einfach. Das kann man also selbst machen. Da braucht man nicht mal einen Anwalt dazu und bekommt zunächst für 9 Monate die Aufenthaltsgenehmigung und kann das dann nochmal für 9 Monate verlängern. Also das Gesetz ist neu. Verlangt aber, wie gesagt, wirklich eine funktionierende Struktur, die man schon aufgebaut hat. Ne? Also nicht für Leute, die jetzt sagen, ich versuche da mal und habe monatlich 500, nächsten Monat 700. Das funktioniert nicht. Ne? Also Panama will Leute, die Geld haben. Und es ist nur temporär, wenn ich richtig verstanden habe. Also maximal 18 Monate kann ich damit dann mich in Panama aufhalten. Genau. Ja. Sonst wäre das Friendly Nation Programm. Und das ist, wie gesagt, an die Investition gebunden. Es sei denn Italiener. Das nochmal, jeder Italiener, der in Deutschland ist, kann noch super günstig in Panama. Und wenn es als Plan B ist, die Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dauerhaft, relativ schnell, mit wenig Kosten. Und wenn dann die Situation im eigenen Land so ist, dass man sagt, okay, ich nutze das jetzt, dann hat man das Ding in der Tasche. Ja? Also das ist momentan noch sehr attraktiv für Italiener. Kannst du was dazu sagen zum Thema Krypto und Kryptowährung? Ist Panama bekannt dafür, dass die kryptofreundlich sind oder gibt es da irgendwelche gesetzlichen Initiativen? Gibt es da irgendwas, von dem du weißt? Es gibt eine Gesetzesinitiative. Also bis jetzt ist das Land da noch relativ hinterwäldlerisch, aber wenn das Gesetz durchkommt, dann wird es das fortschrittlichste Land nach
El Salvador, was Kryptowährung betrifft. Also da kann man dann sogar seine Steuern zahlen in Panama mit Krypto. Und wer das Ganze rein nur als Geldmaschine betrachtet, zahlt nur pauschal 4% Steuern. Also dieser Entwurf ist sehr, sehr umfassend und implementiert quasi die Kryptos in den gesamten Wirtschaftskreislauf. Aber ich weiß noch nicht, wann die erste Lesung sein wird, wann die zweite, wann die dritte, ob es noch Änderungen geben wird. Ich habe mir das mal überflogen, den Gesetzentwurf, finde den super. Aber momentan muss ich sagen, kann ich da Panama noch nicht als Vorbild präsentieren. Ja. Aber zeichnet sich ab, dass es da irgendwann was geben wird. Gut, man muss jetzt abwarten, was und war natürlich klar. Ja, aber zumindest ist das in der Mache. Genau, ja. Mhm. Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle Fragen, die möglichst kurz und knackig beantwortet werden. Wenn ich in Panama bin, welchen Ort sollte ich denn unbedingt besucht haben? Panama-Stadt, das ist die interessanteste Stadt, die ich kenne. Ja, also sie hat sogar einen eigenen Dschungel innerhalb der Stadt. Also diese Mischung aus Hochhäusern, Dschungel und historischer Altstadt, einmalig, toll, fast überall Meerblick. Dann El Valle de Antón. Und was isst man in Panama? Was ist der Tipp Nummer 1? Ich bin einmal im Restaurant, was soll ich mir bestellen? Wenn ich schon in einem Land, was am Meer liegt, wenn ich das besuche, dann würde ich auf jeden Fall eine Meeresfrüchte- oder Fischspezialität. Also das Ceviche, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist absolut, das ist super, ja, ist genial. Okay, und da haben sie halt eine sehr große Vielfalt hier. Da gibt es den Fischmarkt und viele andere Lokale, wo du das probieren kannst. Sollte man probiert haben. Ja. Welche Sprachkenntnis brauche ich, um zurechtzukommen im Land? Muss ich Spanisch können? Komme ich mit Englisch zurecht? In Panama-Stadt kommst du mit Englisch zurecht. Außerhalb muss man schon ein bisschen suchen, aber sie sind sehr, sehr hilfsbereit. Also dann finden sie jemanden, der Englisch kann. Also sie wollen helfen. Und man versteht sich auch mit Händen und Füßen. Spanisch ist natürlich immer gut, wenn man es kann, weil sie schätzen es sehr, wenn man sich bemüht. Ja. Was ist das absolute No-Go in Panama? Was darf ich nicht tun? Du darfst nicht die deutsche Schnelligkeit erwarten. Also an der Supermarktkasse bekommst du wahrscheinlich erstmal einen Herzinfarkt, wenn du siehst, wie langsam alles über das Band geht und so weiter. Also ich sage das so, als wir nach 2 Jahren mal wieder in der Schweiz waren, an der Lidl-Kasse und dann so ein kurzes Ding und man kommt gar nicht nach, das selber in die Tasche zu packen, weil in Panama wird dir es ja eingepackt, weißt du. Und dir werden sogar die Beutel zum Auto getragen. Also der Service ist ja noch groß geschrieben, aber man muss Zeit und Geduld mitbringen. Ja, also Ungeduld, sagen wir so, Ungeduld, No-Go. Gut, wie sieht es aus mit Sicherheit und Kriminalität? Sehr gut im Vergleich. Es gibt auch hier eine No-Go-Zone, das ist Colón, falls das schon mal ein Begriff ist. Da, zwischen Panama und Kolumbien wird die Interamerikaner, die von Feuerland nach Alaska geht, diese Autobahn unterbrochen im Dschungel. Das heißt, die Drogen aus Kolumbien, um in die USA zu kommen, müssen da irgendwie aufs Schiff verladen werden und kommen in Colón wieder an. Dort gibt es also abends ab und zu zwischen rivalisierenden Drogenbanden. Das ist aber weg von Panama-Stadt. Ansonsten sehr sicher, Panama-Stadt auch meiner Meinung nach sicherer als manche deutsche Stadt, vor allem nachts. Und wir machen uns da überhaupt keine Sorgen. Also auch als Frau kannst du abends und nachts hier im Bankenviertel, im Zentrum von Panama-Stadt ohne Probleme alleine rumlaufen. Kein Problem. Zurzeit kann sich alles noch verschlechtern. Wir wissen nicht, was die Corona-Maßnahmen noch alles an Verschlechterung, an Unterbruch der Lieferketten, an Hungerproblemen produzieren. Aber Panama selber hat immer ein Grundrauschen wirtschaftlich durch den Kanal, durch die größte Kupfermine der Welt. Es wird immer ein funktionierender Staat bleiben, auch wenn alles ringsum weniger Einnahmen hat. Dann kommt meine allerletzte Frage nur. Hast du einen Panama-Hut?
Nein, ich finde, das steht mir nicht. Zu großer Körper, zu kleiner Kopf, keine Ahnung. Ich finde, das steht mir nicht. Meine Frau ist anderer Meinung, ich habe keinen. Dann vielen Dank, Michael. Wir haben viel dazugelernt. Das war sehr spannend. Vielen Dank, sehr interessant. Man hat nicht den Eindruck, dass du nur 5 Jahre in Panama lebst bisher, so wie du im Prinzip aus dem Nähkästchen deiner Erfahrung plaudern kannst. Jetzt noch die Frage, wenn also jemand dich erreichen möchte, weil er vorhat, nach Panama zu gehen oder weil er an deine Leistung interessiert ist, wie kann er dich erreichen? Also er kann sich erst Infos einholen über die Website panamajetzt.com, zusammengeschrieben panamajetzt.com. Dort sind dann Kontaktformulare, dort ist auch die E-Mail angegeben. Er kann mich per E-Mail kontaktieren, per WhatsApp kontaktieren. Hier läuft viel über WhatsApp, also selbst Verträge werden hier über WhatsApp geschickt. Ja, andere Kultur. Es gibt verschiedene Wege, Telegram, Panama Jetzt, WhatsApp und auf der Website, wie gesagt, ist E-Mail und alles angegeben. Ja. Klasse, vielen Dank. Okay. Super, sehr gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.